Alrighty dann und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget. 3 Ankündigungen. Das eine ist, ich höre mich vielleicht ein bisschen lispelnder an als sonst. Das liegt daran, dass ich diese Woche eine Weisheitszahnentfernung hatte. 3 Stück, 2 oben, die waren ganz chillig. Unten der lag ganz fies quer und aktuell habe ich da noch so eine kleine Hamsterbacke an meiner Seite und Nähte. Ich will da jetzt nicht so viel riskieren, deshalb spreche ich halt ein bisschen mehr mit der Zunge. Und zuletzt war es ein bisschen ruhig. Da wird es demnächst auf jeden Fall mal eine Erklärung, eine wichtige Erklärung geben. Aufklärung, auch alles, wie es weitergeht, wird da von mir besprochen. Da solltet ihr auf jeden Fall auf Stand bleiben. Und EU19 startet jetzt heute, wenn ihr das Video seht. Und ich möchte keinen Creator Code bewerben. Ich habe zwar meinen Webshop Creator Code da unten rechts noch drin stehen, aber allerdings möchte ich aktiv dafür aufrufen, dass alle Spieler, die irgendwie Pilze kaufen, bitte doch gerne auch die anderen Creator Codes nutzen. Also man kann meinen Creator Code auf jeden Fall weiter nutzen, wenn man möchte, aber theoretisch ist es einfach geiler eigentlich, wenn ihr da einen anderen nutzt. Zum Beispiel auf EU19 werde ich bei den Pilzhassern mitspielen. Ich habe einen kleinen Plan, den erkläre ich gleich. Da sind wohl sehr viele andere Content-Kreatoren dabei. Ich glaube, Mo und Juni aus dem offiziellen Stream, dann Dorsa, Chase, Gorgos und glaube noch der ein oder andere. Aber von den Bekannten auf jeden Fall die 5. Alle eben auch deutschsprachig. Das habe ich ja sonst nicht so häufig gemacht. Oder es hat sich nicht so häufig ergeben, weil ich ja sonst immer sehr aktive Vorab-Clans gesucht habe. Das ist jetzt eben anders. Und wird eine coole Erfahrung sein. Und dann spiele ich auf jeden Fall mit und erkläre ich euch gleich mal, was mir da wichtig ist. Auf EU18 bin ich jetzt mittlerweile bei der Bananenplantage. Und das möchte ich jetzt auch mal schnell als Upgrade nutzen. Die World Guard hat sich auf die 1 gekämpft. Die hat sehr aktiv gepusht, auch im Legi-Dungeon. Weiß jetzt nicht, wie weit der Abstand ist. Das muss man mal beobachten. Also solange es weitestgehend nur 100 Ehrenhalle-Punkte sind, wird es wohl dabei bleiben. Hier geht es auch im Moment nicht darum, sich gegenseitig anzugreifen. Es gab Angriffe zwischen den beiden Gilden, die waren unterschiedlich. Aber anscheinend hatte Primordial da vielleicht auch mal einen Nachteil bei den anderen Gilden hier in der Verteidigung oder sowas. Im Moment sind sie da gerade knapp auf der 1, aber allerdings passt es nicht mehr mit den Anforderungen zu mir. Ich bin korrekterweise gekickt worden, weil ich eben auch nicht immer mich angemeldet habe zu den Gildenfights. Das hat alles auch einen größeren Konsens, über den ich später noch spreche. Was mir relativ wichtig war, waren ja auf diesem Server die Pets. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe extrem viele Pet-Defenses und Attacks gespeichert, auch wenn ich sie zum Beispiel verloren habe. Und jetzt haben wir hier gar keine neue. Aber von heute hatte ich zum Beispiel Pet-Defenses, die will ich mal zeigen. Da hatte mich Styxen angegriffen mit Feuer. Er ist auf jeden Fall direkt auf Kokofö gegangen. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Hat Gulps dann gar nicht weiter gelevelt. Hat dann erstmal hier alles weggemacht, wie es halt normalerweise auch der Fall ist. Dann kommt halt ein Bofuchs. Und das besiegt Kokofö dann relativ entspannt. Und er hatte noch Früchte auf Dragopyr. Also der hat insgesamt gar nicht so viele Früchte eingesetzt. Zumindest bis Stand Dragopyr. Aber Bofuchs hat irgendwie die Hälfte abgezogen. Dann habe ich, glaube die Wob hat auch nochmal ein bisschen abgezogen. Mesmerit halt aus, hat nicht gereicht, war mega knapp. Minus 66.000, das war ein Crit. 150 Ehre verloren, das hat natürlich wehgetan. Anders jetzt auch Gilmark. Gilmark hat mich mit seinem Wasserpet angegriffen. Okodile erstmal da solide gespielt. Wird dann gleich weggefegt von Bofuchs, also ohne Probleme, ist klar. Dann hat er hier Seapart hochgelevelt und das ist mal was ganz Neues. Und hier muss ich sagen, hat mein Bofuchs erstmal gute Arbeit geleistet, trotzdem hat er auch schon bis auf 88. Und das ist halt ein hartes Brett. Also der Gilmark hat da anscheinend Unterbiss direkt an dem Sonntag gefunden oder noch vorher. Also ich hatte es ja auch an einem Sonntag, hätte ich es finden können, habe ich ja nicht gefunden, sondern erst eine Woche später. Das sind locker 20, 30 Level. Ich vermute, er hat die Woche Ehren gefunden und ein 88er
Unterbiss ist stark, hat aber trotzdem Probleme gehabt gegen meinen Bofuchs. Und ja, der Rest ist jetzt sehr ärgerlich. Also ein dicker Crit hat halt gereicht. Hier habe ich aber nur 20 Ehre verloren. Stell dir vor, ich hätte gewonnen, dann hätte ich hier 180 Ehre sozusagen gewonnen. Und der Battlejuice hat mich mit seinen Lichtpads zum Beispiel dann auch nochmal heute angegriffen. Das waren die Pad-Defenses, die ich soweit heute gesehen habe. Also 3 Stück. Mehr werden da wahrscheinlich nicht kommen. Er ging über Tink. Hat das erstmal alles geklärt. Dann kommt mein Wofuchs. Und ja, er hat überall ein bisschen reingefuttert. Hat Sunja auf 100 gefuttert. Und Sunja ist auf jeden Fall ja vor Bofuchs. Hat zwar trotzdem einen guten Kampf geleistet, ja, aber ja, hat auch Birdie-Chip auf 55. Da können wir nochmal gucken, wie es hier weitergeht. Ja, das ist ein Evade, eine Evade-Sensation, ja, und man sieht, dass ich noch gut die Hälfte Leben geklärt habe. Und Mesmerit hat es dann am Schluss gerichtet, Gott sei Dank. Er hat selber nochmal Mesmerit, da habe ich Glück gehabt. Also mit 3300 Rest. Das hätte ich auch verlieren können. 76 Ehre gewonnen. Er war so ein bisschen unter mir. Hätte er gewonnen, hätte er eben die 134 Ehre oder irgendwas bekommen. Und ja, so ist es halt. Dieses Pet-Feeling, die Pet-Defenses sind auch sehr wichtig. Teilweise war ich in den Top 10 unterwegs die letzten Wochen. Ich halte mich aber noch auf Kurs, dadurch, dass ich 9000 Ehre Abstand hatte. Aber man sieht, dass Gilmark da eben auch weit vorne ist. Ja, also ne, ein Gilmark-Fight, der war sehr knapp. Es kommt immer darauf an, welches Habitat gegen welches Habitat. Es kommt auf den RNG-Faktor an. Aber man ist nicht weit weg. Ego Leipzig zum Beispiel hat mich öfter angegriffen und ich glaube, er hat öfter gegen mich gewonnen als ich gegen ihn. Aber Spieler wie Brodin, Lenny, Spaghetti habe ich des Öfteren auch besiegt. Also ich kann mich da halten. Das ist halt immer so ein Ding. Ja, wenn einer jetzt auch viel Glück hat mit seinen Fights und sehr weit nach vorne pusht und ich selber halt nicht. Also bei meinen letzten Fights habe ich einige Ehre verloren. Ich bin trotzdem gut dabei. Es sieht jetzt gerade heute jetzt ein bisschen schlechter aus. Das könnte sich wieder ändern. Die Pads sind ja auch noch nicht fertig. Also dahingehend werde ich auf dem Server noch versuchen, auf jeden Fall weiter zu spielen. Aber ich möchte auch auf EU19 und jetzt kriegen wir mal den Bogen. Auch schauen, dass ich da wieder reinrutsche. Also mein Plan wird sein, mit meinem Dämoniker an Tag 2 Level 200 Level 200, lol. Das meine ich natürlich nicht. Level 75 zu erreichen für die Pets. Und dann auch noch relativ schnell halt die Unterwelt zu bekommen. Also jetzt nicht krass schnell, aber relativ schnell, weil natürlich für die Pet-Fights die Unterwelt wichtig ist. Danach werde ich aber höchstwahrscheinlich gar nicht mehr viel auf Pushen gehen. Ich will die Pet-Fights, ich will die Pets auf jeden Fall spielen. Alles, was ich dafür brauche, nutzen. Aber ansonsten wird der Char dann von mir nicht mehr so gepusht wie auf EU18. Also ich werde Pilze in anderen Bereichen sparen. Was nicht heißt, dass ich nicht spiele. Aber vom Level her werde ich dann nach den ersten Tagen keine große Rolle mehr spielen. Und darüber hinaus auch nicht langfristig spielen. Also auf beiden Servern nicht. Aber ich möchte das mit den Pet-Fights oder mit den Pets allgemein nochmal versuchen. Die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, auf EU18 einsetzen für EU19 und dann auf EU20 bestenfalls, also bestmöglich spielen. Ja, und ich kann nochmal dazu sagen, dieses Pet-Thema, das ist jetzt nicht so mega relevant für den Char allgemein. Ja, die Pets sind irgendwann nichtig. Also klar, je eher man sie fertig hat, desto eher kann man Tränke generieren, die Gold bringen. Klar, kann auch ein Vorteil sein. Aber eigentlich ist die Pet-Ehrenhalle relativ wurscht. Im Schnitt gewinnt man 3 Pet-Fights, wenn es gut läuft am Tag. 2 verliert man oder man spielt sie halt nicht. Das ist auch noch so ein Ding. Geht man gewisse Risikofights halt nicht ein und spart sich die Ehre, ist man vielleicht in der Ehrenhalle sogar noch weiter vorne. Aber man muss auch mal gucken, die Top-Spieler haben halt hier natürlich, und das ist ein Thema für EU20 dann bei mir, die haben halt auch schon viele Pets gefunden. Und im Moment ist es so, ich habe 4 Pets weniger als sie. Das Pet kann ich nicht finden. Das Pet haben manche gefunden im letzten Event schon. Konnte ich noch nicht finden. Das konnte man noch nicht finden. Also hier mal ein Pet von denen, was fehlt. Bei Licht, da ist das Pet auf jeden Fall fehlend. Da hätte ich dann 66. Das kann man nicht finden, das auch nicht. Und das konnte man meines Erachtens nach auch noch nicht finden. Also ansonsten habe ich bei Licht alle. Bei Erde habe ich relativ viel.
Da könnte es sein, dass Triceratops schon gefunden wurde, wobei Mine 20, also es ist möglich, wenn die Festung krass gespielt wurde, kann man möglicherweise da schon davon ausgehen, dass die Top-Spieler dieses Pad auch gefunden haben. Das sind 3 Pads. Bei Feuer Clearing des Dämonenportal. Also da bin ich mir nicht sicher, ob das schon möglich ist, um ehrlich zu sein. Aura 20 ist auch nicht möglich. 22 Licht Dungeons unwahrscheinlich. Also es ist vielleicht so, dass schon ein Final Pad jetzt gefunden wurde. Sprich, ja, zum Beispiel bei Erde möglicherweise, ja, dass hier schon das Pad gefunden wird. Es werden dann 4 Pads in Summe, die anderen schon haben, die ich nicht habe. Und die hängen teilweise natürlich auch mit dem Fortschreiten des Spielers zusammen. Ja, wenn auch nicht viele Pads. Also prinzipiell wird mich das bei EU19 wahrscheinlich auch dazu führen, dass ich nicht da ganz oben stehen kann. Aber Akumi Fix war halt immer on top, bis jetzt Gilmark halt kam, ja. Und da sind auch 3 oder 4 Spieler aus Gilden, die jetzt nicht unbedingt die beste Gilde sind auf dem Server, ja. Also individuell sind es gute Chars, aber die Gilde an sich ist halt im Moment nur Rang 4, Rang 5 ungefähr. Also das ist wahrscheinlich auch nicht wichtig, in der Top-Gilde da drunter zu sein. Ja, aber wie gesagt, ich habe viele Erfahrungen auf EU18 gemacht, die ich dann auf EU19 nochmal weiter testen will und für EU20 dann bringen will. Dieses Pet-Thema macht mir halt wirklich am meisten Spaß. Das bedeutet, auf EU19 sehen wir uns. Wie gesagt, Creator Codes nimmt bitte die anderen. Ich werde auch nicht streamen oder so. Vielleicht mache ich ein Video über die Fortschritte an den ersten Tagen, speziell die Pets. Vielleicht auch nicht. Und wichtig ist dann nächste Woche, perspektivisch gegen Wochenende, also Mitte der Woche bis Wochenende, kommt dann ein ganz wichtiges Video aus meiner Sicht für euch. Dann ja, wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten Start auf EU19, wenn ihr in EU19 spielt. Wenn ihr einen guten Start auf EU18 habt und jetzt nicht die Zeit oder das Geld habt, auf EU19 zu spielen, dann rockt auf EU18 weiter. Das kann nicht schaden. Und ja, was habe ich hier bekommen? Ich wurde schon von Mushroom Addicts abgeworben. Nee, das mache ich jetzt nicht. Aber sehr nett. Ja, würde sagen, haut rein, Leute. Macht da Tschüss und Servus. Euer Basti.